Okay. Oh, das riecht aber gut, ne? Kennst du selber? Bitte auf, dann tut der da setzen. Dahin hinsetzen? Na du. Das ist Damla, sie ist 4. Und das bin ich, Anne. Damla kann nicht so gut sprechen, weil sie von ihren Eltern vernachlässigt wurde. Deswegen lebt sie jetzt hier, im Kinderdorf. Soll ich es aufmachen? Ich finde, einen Menschen in die Welt zu setzen und dann für so viele Jahre die Verantwortung zu tragen, ist mit die größte Herausforderung im Leben. Ich habe noch keine Kinder und ehrlich gesagt schon auch Angst davor. Wo kommt denn das nochmal hin? Kannst du mir nochmal zeigen? Das hier? Wo war das denn? Da. Hier, dann kannst du es ja nehmen. Na du den da weg. Ja, dann nimmst du aber das. Na du da weg. Wohin? Da. Hier? Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Kindern. Okay. Ich dachte, ich gehe direkt mal in die harte Schule. Zeigst du es mir nochmal? Im Kinderdorf leben nämlich Kinder, die es echt nicht leicht hatten vorher. Potenzielle Problemkinder. Okay. Manche sagen auch Systemsprenger. Was sind das für Kinder? Und wie geht man mit ihnen um? Und vor allem, was sind das für Menschen, die den Kindern wieder ein Zuhause geben? Davon handelt dieser Film. Es sind Sommerferien, heißt Rundumbetreuung der 7 Kinder. Gerade in Corona-Zeiten anstrengend, da die Gruppen möglichst zu Hause unter sich bleiben sollen. Wir haben uns vorher testen lassen, damit wir keine Maske tragen müssen. Weißt du, von wem die Gang ist? Ich habe zusammengefaltet. Na, guck mal, ich habe was gefunden. Ja, mit dir unterhalten, gell? Janet Wolfgram ist Familiengruppenleiterin im Albert-Schweitzer Kinderdorf in Wetzlar. Erst seit ein paar Wochen. Sie ist quasi die Ersatzmama für die Kinder ihrer Gruppe. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Guten Appetit! Familiengruppe, das heißt, Janet und die Kinder leben rund um die Uhr zusammen. Nur tagsüber unterstützt durch Mitarbeiter wie Jörg Böttcher. Im Fachjargon heißt das familienanalog, weil die echten Familien der Kinder kein sicherer Ort mehr waren. Sexueller Missbrauch, Drogenkonsum, Überforderung. So ganz genau erfährt Janet Wolfgram das oft erst nach und nach. Bei ihren Neuzugängen, den Brüdern Marc, Finn und Noah, gibt es eine sogenannte Suchtproblematik. Habe ich noch iPods? Du auch. Das ist praktisch. Ich habe auch so eine. Das sind, 6,66 €. warum? Willst du dir heute was kaufen? Ist das ein Taschengeld? Ich habe ihn 1,20 Eine Box für 50 €. Wem? Deiner Mama. Siehst du die bald? Die kommt, wenn es gut läuft, in 2 Wochen. Ah, und jetzt sparst du Ja, dafür? weil das eigentlich ihr Geburtstagsgeschenk sein soll. Okay. Ich habe sie verarscht. Das ist für mich und sie, aber ich will das eigentlich nur für sie machen. Blut ist offenbar doch dicker als Wasser. Egal, was vorgefallen ist. Egal, wer jetzt täglich die Schnürsenkel zuschnürt. Und all das andere. So, jetzt kannst du deine Schuhe anziehen. Wollen wir jetzt Fahrrad fahren, Gülferis? Erst den, guck mal. Das ist der falsche Fuß, siehst du? Ja. Soll ich mal helfen? Komm, ich mach den. Dann sind wir super schnell. Ich hab die immer so kurz, weil sie dann besser halten. Okay. Start klar. Los geht's. Ich glaube, für Außenstehende ist das manchmal schwer zu verstehen, was für ein Verhältnis du zu den Kindern dann hast. Wie würdest du das beschreiben? Weil du musst ja diese Gratwanderung machen, Kindern, die eine Form von Bindungsstörung erlitten haben, ne? In irgendeiner Form, das Gefühl einer super wichtigen Vertrauensperson zu geben. Also man ist eine Ersatzmama im Sinne von, man gibt den Kindern oder allgemein den Jugendlichen einfach ein Gefühl von Emotionen und Wärme und Geborgenheit, was unsere Kinder und gerade in meiner Gruppe oft im Elternhaus gefehlt hat. Und deswegen denke ich, ich würde mich als Ersatzmama beschreiben
Aber ich wollte mich nicht als Mama beschreiben wollen. Ja. Weil letztendlich ist ja das Ziel hier im Kinderdorf eigentlich, dass sie zurück zu ihren Eltern können. Es muss doch schon dann trotzdem auch schwer sein, wenn du dir vorstellst, okay, die gehen irgendwie wieder dahin oder gehen für eine Zeit dahin und du weißt, dass es denen da auf jeden Fall länger nicht gut ging. Mir war von Anfang an bewusst, wenn ich mich darauf einlasse, ein Familienleben mit den Kindern zu gestalten, dass es durchaus natürlich dazu kommt, dass die Eltern auch in einer guten Zusammenarbeit, die wir letztendlich dann gemeinsam hatten, auch ihre Kinder zurückkriegen. Und dann, das gehört zu meiner Professionalität dann. Ich finde das total schwierig, den Kindern wieder Wärme und Nähe zu schenken und gleichzeitig professionelle Distanz zu wahren. Macht's dir Spaß? Ja, sehr gut. Rund 1/3 aller Kinder in den Familiengruppen kommen irgendwann wieder zu den leiblichen Eltern oder anderen Angehörigen zurück. Das wird hier oft betont. Es ist das oberste Ziel. Auch wenn Schlimmes passiert ist, sobald es im Haushalt der Eltern wieder sicher scheint, sollen die Kinder zurück. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich die beste Lösung ist, aber auch vielen Kindern scheint das am wichtigsten zu sein. Der kommt jetzt einfach hier rein. Weißt du noch, wie das war, Finn, als du hier hingekommen bist mit dem Koffer? Ja. Und wie war das? Gut, Mama wollte nicht mitkommen, also Mama durfte nicht mitkommen. Das war schade. Vermisst du die Mama? Ja, Wie ist es denn hier für dich? gut. Und zu Hause? Auch gut. Vieles hat sich offenbar verklärt. Wollen wir Memory spielen? Das können wir machen. Kannst du dir vorstellen, für immer hier zu bleiben? Nee. Ich möchte nach Hause zu Mama. Und wann kannst du wieder hin? Weiß ich nicht. Das entscheidet das Jugendamt. Du bist Und wie oft siehst du die Mama? jede 4 Wochen. Reicht dir das? Mittel. Also Mama soll öfters kommen. Ja. Darf die nicht? Oder hat die keine Zeit? Die darf nicht. Jugendabend. Warum ist das denn kaputt? Mach ich immer so. Machst du immer Sachen kaputt? Ja, manchmal, wenn ich sauer bin. Aber ich habe hier Kleber dran. Ne? Ja, machen wir gleich. Wir spielen erst mal zu Ende, dann kleben wir das, würde ich sagen. Aber du bist doch gerade gar nicht sauer, oder? Doch, Warum bist du sauer? weil ich nicht nach Hause kann. Aber das soll so bleiben, das soll nicht geklebt werden. Finn fühlt sich machtlos. Es macht ihn wütend, dass andere über ihn bestimmen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auf einmal meinen Eltern weggenommen worden wäre, wenn auch zu meinem eigenen Schutz, ich hätte mehr kaputt gemacht als nur Spieleverpackungen, glaube ich. Ich weiß aber auch nicht genau, was bei ihm zu Hause passiert ist. Manchmal erzählen die Brüder Geschichten aus ihrem früheren Alltag, die mich beunruhigen. Die Kinder eigentlich nicht mitkriegen sollten. Aber im nächsten Augenblick sind sie wieder verschlossen, zum Schutz ihrer Mutter. Sowas beschäftigt mich lange und gleichzeitig will ich mich freimachen von einer Mitleidsbrille und die Kinder nehmen, wie sie sind. Auf dem Campus des Kinderdorfes gibt es insgesamt 5 Familiengruppen. Ich lerne in dieser Woche 2 davon kennen. Heute Morgen bin ich nebenan, bei Anna Seidel. Das hat er nie wieder getan. Die Räuber, die schimpfen gar sehr. Die Teller,
Die Teller, die sind leer. Guten Appetit. Alle. Anna, was willst du? Das ist ein Gütesau. Was willst du? Gütesau. Ist das? So? Gibt's noch welche Nein, mit noch so? Noch mehr? Noch? Schaffst du das? So, und jetzt wird gegessen. Das ist das, was ihr gestern gemacht habt. Ja. So auch? Das ist du. Wir werden das bemerken. Hier lebt auch Lina. Bist du ja auch irgendwo drauf? Ja, da war ich noch nicht. Warst du noch nicht da? Warum bist du denn aus der anderen Gruppe weggegangen? Weil die Familiengruppenleitung von der Gruppe krank war. Und ja, Also, und dann mussten die Kinder halt in andere Gruppen. Dann bin ich halt zu einer gekommen. Dann wollte ich eigentlich in eine andere Gruppe. Deswegen habe ich den Erzieher die ganze Nacht angeschrien. Dann wurde ich morgens früh um 7 Uhr angerufen und es wurde gesagt, die möchte auf jeden Fall sofort zu dir. Und dann haben wir das geklärt, ne? Lina wirkt auf mich nicht gerade wie eine Systemsprengerin. So werden in der Jugendhilfe Kinder genannt, die sich nicht gut integrieren lassen ins Hilfesystem und von Einrichtung zu Einrichtung wandern, die durchs Raster fallen. ja, man hat doch immer. In Linas 11-jährigem Leben hieß das bisher Bereitschaftspflege, Noch eine? Pflegefamilie, Bereitschaftspflege, erste Gruppe im Kinderdorf, zweite Gruppe im Kinderdorf. Die Familiengruppe soll für solche Kinder bestenfalls die letzte Station sein. Zumindest bei Kindern wie Lina, die nicht zurück zur Familie können. Sie ist vollweise. Den haben wir gemacht und das habe ich auch mal gemacht. Und wie stellst du dir das jetzt vor in der Zukunft? Möchtest du für immer hier bleiben oder was hast du so für Pläne? Ich möchte auch mal Familiengruppenleitung werden. Ja? Ich möchte meine eigene Gruppe machen. Und eine eigene Familie? Willst du das auch noch haben? Hast du das schon mal Nö. gedacht? Willst du nicht? Warum nicht? Weil ich lieber Kinder aufnehmen möchte. Als selber Kinder zu bekommen? Nö. Ich möchte lieber andere aufnehmen. Warum? Weil sonst das irgendwie ein bisschen ungerecht ist. Wie meinst du das ungerecht? Also, Ungerecht? Vielleicht, weil manche Kinder eben keine eigenen Eltern haben. einfach schöner. Richtig gelaufen ist. Mit der Bestellung leuchten alle. Wie ist denn das Verhältnis? Du hast als Als Mutter würdest du dich nicht bezeichnen? Nee, Ne? Und warum ist das wichtig? weil alle Kinder ja eine Mama haben oder Familie haben, Oma, Opa. Und ich bin ja nicht Familie. Ich bin ja nicht, also die haben die ja und die kommen ja auch zu Besuch. Und ja, Mamas gibt es schon. Ich bin die Anna. Also wir möchten nicht in Konkurrenz zu den Eltern treten. Hier. Aber verstehen die Kinder das auch immer? Oder gibt es Ja. da schon manchmal Fälle, wo... ich wo sie glaube, halt das ist schon gerne- ganz klar. Was Oder musst du Jason vielleicht die Kinder? Ja. Das musst du die Kinder fragen. Ist Anna für dich sowas Ähnliches wie eine Mutter oder wie ist das? Weil du bist ja auch schon lange bei Anna, ne? Ja, irgendwie schon. Ich habe auch meine Oma Doka. Naja, ich habe dich das auch schon gefragt. Du hast das schon gefragt, das stimmt. Anna hat aber gesagt, sie ist eine Pflegemama, die man nicht Mama nennen darf. So ungefähr, ne? Ja. Ist das. Und man hat ja nur eine Mama, das ist so. Man kann die auch nicht ersetzen. Am Dienstag, genau. noch einmal schlafen und dann kommen deine Eltern vorbei zu Besuch. Natürlich gehst du heute schlafen. Du hast gestern schon nicht. Wolltest du schon nicht schlafen? Mama einer Garten. Ja, einmal schlafen, dann kommt die Mama. Kannst ja noch benutzen. Anna und die anderen sind mir gegenüber total aufgeschlossen, was mir echt hilft. Sie haben mir auch erlaubt, dass ich die Kinder offen befragen darf.
Ich war am Anfang unsicher, ob ich da was auslösen kann. Alle Kinder hier befinden sich in psychotherapeutischer Behandlung, auch Jason. Und erzähl mal, weil du bist ja seit 6 Jahren hier, ne? Also seit du 8 bist. Ja. Wo warst du vorher? Vorher war ich bei meinem Vater. Ah. Aber es hat nicht geklappt, weil er war oft arbeiten. Und meine Stiefmutter, die hat halt auch nie Zeit gehabt. Und vermisst du ihn? Ja, tue ich schon. Und was machst du dann? Kannst du ihn dann anrufen? Ich lasse ihn Zeit und so und er soll anrufen, wenn er kann. Und das ist Das okay ist auch besser, für dich? das ist auch besser für ihn. Oder besser für mich. Nicht, dass ich dann erwarte, dass er kommt oder so und das schon ausgemacht ist und er dann nicht kommt. Das ist wahrscheinlich passiert in der Vergangenheit, oder? Dann lasse ich ihm Zeit und dann kann er anrufen, wann er will und Ja. ja. Und wann war er das letzte Mal da? Vor einem Jahr? Vor einem Jahr. Ja, 2019 Ostern. Und habt ihr seitdem mal Kontakt gehabt? Nee. Auch nicht zu deinem Geburtstag, oder? Nee. Und deine Mama? Meine Mutter lebt nicht mehr. Okay. Wann ist die gestorben? Wie alt warst du da? Da war ich 5. Und dann warst du erst bei deinem Vater. Und was hatten die gehabt? Keine Ahnung, sie war krank. Und dann warst du erst bei deinem Vater, bis du dann Ja. 8 geworden bist. Und dann bist du direkt hier hingekommen. Ja. Kurz vor meinem 9. Geburtstag bin ich hier hingekommen. So einen Monat vorher. Und weißt du noch, wie das für dich war? Irgendwie erschreckend. Erzähl, wieso? Also, Halt. Ich war bei meiner Therapie mit meinem Papa, ach, die hast du vorher schon gehabt. aber bei einer anderen Therapie in Rotenrot. Und da war das Jugendamt dabei und hat mich mitgenommen. Sofort. Ja. Ohne was zu besprechen mit mir. Bin ich hier gelandet. Und wie war das am Anfang für dich? Ich bin auf dem Zimmer gewesen und hab gebaut. Halt. Hier? Mit Du Lego meinst bauen, mit Lego? mit Lego bauen verbaue ich meinen Stress und so. Und das ist hier heute auch noch? Ja, das tue ich auch noch. Und ich bin nicht so der in Gemeinschaften was spielt. Du machst lieber so für dich dein Ding. Wie ist dann so eine Familiengruppe für dich? Weil das ist ja voll viel Gemeinschaft hier. Ja, das ist ja noch okay, aber hier so mit fremden Kindern und so, die ich nicht so gut kenne, Gemeinschaftssport und so, das ist nicht für mich. Fertig. Mal kurz zusammengebaut. Ja, Mega gut. der Anknopf. Sogar mit An- und Ausknopf. Jason zeigt mir noch sein Zimmer. Spielzeug, Urkunden und Familienfotos. Zum Beispiel von seinen Geschwistern. Und da ist mein Stiefbruder Aaron. Und der Aaron ist aber zu Hause, oder was? Ja. Okay. Also lebt er mit deinem Papa zusammen? Ja. Weil sich die Mutter um ihn kümmern kann, oder? Wie funktioniert das? Die Mutter kann sich um ihn kümmern. Und nicht um dich? Nee. Es sind jetzt halt 3 Kinder da gewesen. Ich und noch 2 andere. Dann haben sie sich entschieden, der Älteste muss weg. Ich bin der Älteste. Ja. Hab das erst erfahren, wo ich bei der Therapie war. Ja. Ich wollte wissen, was Systemsprenger sind. Bis jetzt treffe ich aber keine. Ich treffe Kinder mit gebrochenen Biografien, die darum ringen, tapfer zu sein. Notfalls auch mit Medikamenten. Was heißt das? Migis nehmen später. Aber wenn jemand vor der Tür steht, dann verfolgt das eine vorne. Was sind das denn für Tabletten? Das sind Psychopharmaka. Das ist einmal Medikinet zur Konzentrationsförderung und Risperidon zur Impulskontrolle. Ich war am Anfang, als ich angefangen habe, in der Jugendhilfe zu arbeiten, war ich so, Medikamente. So, ne, voll der Gegner. Erstmal, genau, und habe so gedacht, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich das erste Kind, was Medikamente
bekommt. Warte. Ich rede jetzt. Hat man so einen krassen Unterschied gesehen. Die konnte sich ohne Medikament morgens nicht selber anziehen, nicht waschen, nicht Zähne putzen, war völlig neben sich. Und mit dem Medikament hat es voll gut funktioniert. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, dann habe ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe gedacht, ja, es ist zwar nicht, also wünschenswert ist es irgendwann noch ohne funktioniert, ne? Aber manchmal braucht es halt einfach diese Unterstützung, um so eine Routine reinzubekommen. Das ist hier oben, findet Nemo. Das habe ich hier gerade gesehen. Hier. Kennst du das? Okay. Da müssen wir hier aber schon... Nein, wir müssen nichts dunkel machen. Hast du nicht ein Schlaflicht? Das, oder? Sollen wir anmachen? So. Überraschenderweise kann man mit John auch ruhige Momente haben. Ruhig, ist ja gut. Papa ist hier, sagte Marlin leise und barg das Ei in seiner Flosse. Ich verspreche, dass dir niemals etwas passiert, Nemo. Siehst du wo? Da. Genau. Von diesem Tag an passte Nemos Vater immer besonders gut auf seinen Sohn auf. Vor allem, weil er mit einer Glücksflosse geboren worden war. Sie war kleiner als normale Flossen, deshalb schwamm er nicht so gewandt wie andere. Auch wenn diese Momente nur kurz dauern. Nein, geh nicht ins Bett. Aber sicher. Nö. Klar? Nö. Ist ganz schön müde von der Fahrradtour. Ich Soll ich Du raus? musst doch morgen wieder fit sein. Guck mal die Schuhe an. John gegen die Erwachsenen 1:0. Es ist 8:30, aber ich fühle mich wie 2:30 morgens. Ich bin überfordert, reizüberflutet. So viele Menschen um mich herum und ich in einer Rolle, in der ich offensichtlich noch nicht so ganz klarkomme. Ich kann aber gleich in meine Gästewohnung und bin raus für heute. Anna Seidel kann das nicht. Eduard! Also theoretisch hättest du jetzt... Dammler, du musst schlafen. La. Schlafen. Warte, ich gebe dir mal den Eduard. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht, Dammler. Schlaf schön. Die Anna geht jetzt schlafen und du schläfst jetzt auch, ja? Also wenn man da nicht reagiert, dann kommt die halt einfach dann im Kopf, ne? Da tut die einfach so Ach, das ist ja krass. Aber und wie häufig passiert das so? Also so unter der Woche, sag ich mal, 2-mal das und sonst würde ich sagen, geht das schon gut mit noch Geschichte und tralala. Aber wann hast du dann mal Feierabend? Also ich hoffe, also mein Ziel ist es immer 8 Uhr. Ja. Quasi, aber realistisch ist einfach 8:45. Ja, oder okay. länger. Also kannst du de facto, außer du hast frei, auch unter der Woche nicht raus. Ja. Also. Also wenn ich was vorhab oder so, dann hole ich ja jemanden Nachtdienst. Also so wie Eduard jetzt. Genau. Mhm. Aber den kannst du nicht. Wie oft darfst du Nachtdienst bestellen? So oft ich will eigentlich. Aber es sind halt meine Stunden, die dann weg sind. Ne? Also irgendwann sind halt die Stunden ja dann leer. Die Mitarbeiter haben ja so und so viele Stunden in der Woche, je nach Stellenanteil, und dann sind die ja irgendwann halt weg. Also ich kann ja nicht unendlich bestellen. Ich muss schon gut überlegen, wann brauche ich das halt wirklich und wann mache ich es halt lieber selbst. Und wie viele Stunden hast du? Weil du hast jetzt auch keine normalen... Ich habe keine Sollstunden. Du kriegst einfach ein monatliches Gehalt, genau, oder? Ja. Ich habe keine Arbeitszeitkarte oder so. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde zu rechnen, würde ich auch irgendwie merken, dass ich vielleicht doch nicht mehr richtig bin. So. Ja. Aber dass man Idealismus schon hat. Ja, genau. Aber vermisst du das manchmal, mehr Abende zu haben oder so, wo du... Also ich merke das, wenn ich Urlaub habe, dass ich das schon echt genieße, ne? Dass ich einfach machen kann, was ich will. Ja. Dass ich niemandem sagen muss, hier, dann und das und das, sondern dass ich einfach komplett raus bin. Und ich fahre auch dann in der Regel einfach weg. Also irgendwie an die Nordsee oder so. Oder zu meinen Eltern oder zu Freunden oder so. Weil das schon hier ja eigentlich dann kein Urlaub ist. Ja.
Elternbesuch bei den Schwestern Gülferes und Damla. Sie leben in getrennten Familiengruppen, weil es nicht so klappt zwischen den beiden. Ist das eine Rolex? Nein. Einmal im Monat dürfen die Eltern für 2 Stunden ihre Kinder sehen, aber nur in Begleitung einer Betreuerin. Die Schwestern sind seit Dezember 2019 im Albert-Schweitzer Kinderdorf. Erst ist Gülferes dran, danach Damla, damit beide die volle Aufmerksamkeit bekommen können. Das mit dem Dammler lassen wir stehen. Tschüss, viel Spaß. Tschüss. Beide Kinder lernen gerade sprechen. Die 4-jährige Damla verzögert. Als sie im Kinderdorf ankam, konnte sie kaum hören, weil sie Flüssigkeit hinter ihrem Trommelfell hatte. Zähne hatte sie damals kaum noch im Mund. Seit einer Operation versteht sie inzwischen wohl fast alles. Auf Deutsch zumindest. Das entfernt sie noch mehr von ihren Eltern. Komm, wasch ihn hin. Warte, dann da, warte. Nein, guck. Nicht gut. Nicht gut. 3 Kinder. Ja. Eine Jünger, 2 Mädchen. Ah, und wo ist der Junge? Die Jünger war Bei Ihnen? Oder woanders? ja, eine Familie. Und wie alt ist er? Ein Jahr. 1 Jahr. Ich würde mich so gern richtig mit den Eltern unterhalten. Wie ist es, wenn die eigenen Kinder nicht mehr dieselbe Sprache sprechen? Wie ist es so weit gekommen? Gibt es einen Plan, sie wieder zurückzubekommen? Aber es wäre nicht fair, wegen der Sprachbarriere und vor allem, um ihnen von den 2 Stunden im Monat mit den Kindern nicht noch Zeit wegzunehmen. John. Hallo. Hallo. Ja. Nein. Guck, wie geht das Radio an? Es geht gleich an, wenn Ich glaube, das ist kaputt. Es ist keine Antenne an da. es funktioniert. Auch nicht. Leider funktioniert es. Ach nee, komm, John. So, John, wir können auch hier bleiben. Mach mal auf. Entspannt. Super. Wenn wir uns auch verstehen könnten. Musik muss doch auch an. Nee, muss nicht an. Musik geht immer an. Wir machen immer Musik an. Ja, aber nicht in der Lautstärke. Und jetzt gerade noch nicht. Guck mal, der das noch alles in einem packen. John ist extrem gut darin, an meinem Geduldsfaden zu zerren. Ich mag halt die John, mach mal Om. Zeig mal der Anne, wie du Om machst. Schalalalom. Welche Ja. ist mir beigebracht? Cool, wie lange kannst du das? Länger nicht? Bist du aufgeregt, John? Du warst doch gestern schon mal Fahrradfahren und vorgestern doch Ja. auch. Ist doch nicht. Lass Nein, nee, John. Das lässt du auf jeden Fall. Das ist besser. Ich komme mit auf die Fahrradtour von John und seinem Betreuer Eduard. Weil er viel Unruhe in die Familiengruppe bringt, bekommt John häufiger mal Einzelbetreuung. Meine Mama hatte ich immer Ärger. Wo ich ihn so angezogen bin, weil ich sie ja lieb. Ach, warst du erst lieb, als du bei der Anna warst? Ja, Warum war das so? war richtig nett. Weil ich halt immer bei Mama Idee rumgespurt habe und das fand sie gar nicht cool. Aber einmal hat sie mich wieder geholt. Ja? Und dann hat sie mich wieder weggebracht. Wie lange warst du dann zu Hause? 3 Jahre wieder. Ah, und das hat nicht so gut geklappt? Ja, Warum? weil ich wieder Deo rumgesprüht habe. Aber bei Anna ja gar nicht mehr. Wie Nö. kommt denn das? Weil sie mich gut erzogen hat. Wer ist denn für dich in deinem Leben die wichtigste Person? Anna und Eduard. Anna und Eduard? Ja. Was hast du denn für Pläne für die Zukunft? Willst du gerne im Kinderdorf bleiben oder willst Ja. du nach Hause zurück? Will ich. Und dann? Muss ich ja weg irgendwann. Bin ich 18, muss ich weg. Oder 14 oder 15 oder 16. Und wie ist das für dich, wenn du daran denkst? Nicht gut. Ich will eigentlich für immer da bleiben.
John, komm mal neben mich. Schaffst du das oder ist es zu steil? Ja, ich schaff das. Das muss so einen Gang niedriger machen. Sehr gut. Ich schaff das. John lebt ein bisschen in seiner eigenen Welt und nicht alles, was er erzählt, muss auch unbedingt stimmen. Er ist derjenige in der Gruppe, der am meisten meine Geduld fordert. Er braucht extrem viel Aufmerksamkeit, viel mehr als alle anderen Kinder. Ich bin nicht so sicher, passen Kinder wie John dann überhaupt in solche Familiengruppen? Aber wo soll er sonst hin? Warum John so wenig Impulskontrolle hat, ist nicht wirklich diagnostiziert. Für Kinder wie ihn ist es nicht so einfach, einen Platz zu finden. Bei seiner Mutter gab es ihn nicht. Was weißt du denn dann immer darüber? Also wir wissen meistens nicht so viel. Bei John ist es tatsächlich so, dass es eine freiwillige Maßnahme ist. Das heißt, dass die Mama da sich Hilfe gesucht hat, weil sie 3 kleine Kinder hat und das da also schon schwierig war mit denen allen zusammen und die Mama sich dann ans Jugendamt gewandt hat und der John bei uns gelandet ist. Und die Mama aber total zuverlässig mitarbeitet und Termine begleitet, Schultermine begleitet, Arzttermine begleitet, zu Besuch kommt, einmal die Woche zuverlässig anruft und das ist schon auch was Besonderes so. Wir hatten auch schon Kinder, die wir erst hier kennengelernt haben. Wenn es in Obhutnahmen waren, wie bei Jason zum Beispiel, dann kannten wir den gar nicht vorher, der ist dann einfach eingezogen und war dann hier. Und dann versuchen wir erstmal irgendwie, dass das Kind sich hier gut fühlt, dass wir nichts Böses wollen, ja, das so, und das ist auch dann ganz hilfreich, wenn die anderen Kinder dann dabei sind, ne? Weil wir natürlich auch Kinder haben, die schon lange hier sind, die dann sagen können, ja, ich bin ja irgendwie auch hier und so ist das bei mir passiert. Also die reden dann schon auch darüber, ne? Und einfach, das ist ja auch so, dass die Kinder, also die teilen ja alle eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass sie nicht zu Hause leben. Was ist denn so die größte Herausforderung für dich im Job oder für euch? Wenn halt Kinder, sage ich mal, in Situationen kommen, wo sie außer sich sind, das halt auszuhalten und das nicht persönlich zu nehmen. Weil es ja natürlich dann schon auch persönlich wird, ne? Dass man sagt, ah ja, du blöde Hure oder so. Und man denkt so, ich habe doch gerade gar nichts gemacht. So. Und man weiß dann ja oft gar nicht, was ist der Auslöser gewesen für diese Situation. Warum ist es jetzt irgendwie so eskaliert? Weil es vielleicht irgendwie 5-mal vorher gut gegangen ist und dann ist es auf einmal anders. Und ich glaube, das ist so dieses, das nicht persönlich zu nehmen. Also klar, ich höre schon raus, die reagieren ja wahrscheinlich schon extremer, als man das jetzt quasi von Kindern kennt, die jetzt nicht spezielle Erfahrungen gemacht haben, ne? Wie hier, die vielleicht auch keine Impulskontrolle haben, so wie John oder so. Ne? Das merke ich dann ja schon, dass der so ein bisschen Probleme damit hat. Was ist denn so das Wichtigste oder was sind so die, keine Ahnung, pädagogischen Maßnahmen oder so, die hier am wichtigsten sind, damit das Kind ja ganz so gut ankommt? Ja, also oder? Struktur ist total wichtig. Also einfach so dieses klassische 9 Uhr Frühstück, 1:30 Mittagessen, 6 Uhr Abendessen, so ein Gerüst, woran man sich so entlang hangeln kann. Und für die Kinder halt so dieses, ich bin hier und ich bleibe hier. Also auch egal, wenn du jetzt irgendwie schimpfst und sagst, hau ab, ich bleib trotzdem da oder ich bleib in der Nähe. Ich gehe vielleicht aus dem Zimmer, aber ich sage halt, ich stehe vor der Tür, wenn was ist. Ja, einfach so dieses, nicht das Gefühl zu haben, ah ja, die hält das jetzt nicht aus, die lässt mich jetzt alleine oder so. Das ist ja auch ein Test, ne? Zu sehen, haben die das jetzt nur gesagt, labern die nur? Oder schaffen die das wirklich, mich auszuhalten? Weil oft ist ja die Erfahrung, Schule, Kindergarten und so, dass es oft auch Wechsel gab, ne? Oder auch, wenn wir Kinder bekommen, ist es nicht immer so wie bei John, wo die Mama halt sagt, ja, und der kommt halt direkt hier hin, sondern es sind halt Kinder, die schon verschiedene Einrichtungen, verschiedene Systeme, Wohngruppe, Pflegefamilie, was auch immer hinter sich haben, ne? Und da vielleicht auch nicht im Guten gegangen sind. Wie wären denn eigentlich Kinder zu Systemsprengern? Kennt ihr das? Also ich weiß nicht, ob der Begriff Systemsprenger, ich glaube nicht, dass das Kind immer das Problem ist, sondern vielleicht auch das System, was gesprengt wird. Warum? Du stellst Fragen beim Kartoffelschälen. Wir versuchen immer, wenn wir Kinder haben, wo vielleicht der Begriff Systemsprenger passt, versuchen wir irgendwie erstmal uns an dem Kind zu orientieren. Ne? Also zu gucken, was ist das Bedürfnis denn dahinter? Weil jemand, der so Auffälligkeiten zeigt, da steht ja meistens ein Bedürfnis oder ein Wunsch dahinter. Gesehen werden oder geliebt werden oder was auch immer, ja. Also die Auffälligkeiten sind ja nicht einfach nur da, weil das Kind jetzt irgendwie keinen Bock hat oder
blöd drauf ist oder jemanden ärgern möchte, sondern da steht ja was dahinter, hinter dem Verhalten. Die Betreuerinnen wissen das. Das macht es leichter für alle hier. Komm mal wieder raus. Nee! Raus jetzt. Bleib noch drinne! Nee, raus. Beweg dich. Komm. Beweg dich hin. Zieh dich mal aus. Nimm das T-Shirt schon mal ausziehen, bitte. Ich hol dir ein Handtuch. Ich muss zugeben, ich tue mich schwer damit, das Verhalten der Kinder immer zu verstehen, ruhig zu bleiben. Kinder wie John zeigen mir eigentlich nur meine eigenen Grenzen auf. Empathiemangel vielleicht? Ungeduld in jedem Fall. Daran könnte ich ja immerhin arbeiten und daran wachsen. Bevor ich nicht an dem Punkt bin, sollte ich noch keine Kinder bekommen, glaube ich jetzt. Denn das werfe ich den Eltern der Kinder hier schon vor. Dass sie sich diese Frage scheinbar nicht gestellt haben, bevor sie ihre Kinder in die Welt gesetzt haben. Ich persönlich glaube daher nicht, dass es immer das oberste Ziel sein sollte, dass die Kinder wieder zurück zu den Eltern kommen. Manche Dinge, die sollte man nicht vergessen und die kann auch niemand einfach hinter sich lassen, finde ich. Aber ich wollte sagen, wir treffen uns dann... Zurück im Nachbarhaus. Janet Wolfgram hat erst jahrelang als Tagesbetreuerin im Kinderdorf gearbeitet. Jetzt ist sie Leiterin ihrer eigenen Familiengruppe und muss auch mit ihrem Team diese schweren Themen immer wieder diskutieren. Wie war deine Situation, bevor du dich entschieden hast, hier hinzukommen? Oder als Familiengruppenleiterin hier hinzukommen? Also ich war bis letztes Jahr hatte ich ein eigenes Haus mit einer Frau zusammen tatsächlich und habe mich dann aber nach 10 Jahren Beziehung von ihr getrennt und wir haben uns auseinandergelebt und dann habe ich so gedacht, jetzt oder nie und habe gedacht, ja, du übernimmst eine Familiengruppe im Kinderdorf, weil ich das so die letzten 3 Jahre habe ich da öfters drüber nachgedacht und hätte sie sich das denn auch vorstellen können? Wir haben da immer mal wieder drüber gesprochen. Wir haben das aber immer wieder verworfen, weil ich da immer noch so in diesem privatisierten Leben einfach gelebt habe und so gedacht habe, oh ja, es ist eigentlich aber trotzdem auch schön, einfach nach Hause zu kommen und nichts zu haben im Sinne von Verantwortung abgeben können. Und man geht ganz normal als Mitarbeiter aus dem Dienst und geht den nächsten Tag wieder an die Arbeit, ne? Ja, genau. Und jetzt hat sich mein Leben so komplett verändert und dann habe ich so für mich entschieden, ja, du machst jetzt einen Neustart mit einer Familiengruppe und bist für 7 Kinder verantwortlich und genau, also so. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie lange du das machen willst? Weil es ist ja schon in diesem Konzept angedacht, dass man die Kinder aufzieht, bis sie erwachsen sind. Also ich weiß, in meinem Bewerbungsgespräch zur Familiengruppenleitung habe ich gesagt, eine Generation, die ich jetzt aufnehme, werde ich durchziehen. Also das ist mein Wunsch. Das heißt also mal mindestens, wenn die jüngste 2 ist, noch 16 Jahre. Das ist so mein Traumszenario. Zu wissen, hey, ich habe eine Generation durchgezogen und die sind einfach alle dankbar und sind kommen gut im Leben an und sind selbstständig und haben vielleicht, keine Ahnung, einen guten Job, ne? Was man sich ja einfach wünscht. Ja, was man sich auch für seine eigenen Kinder wünscht, natürlich. Hast du damit dann quasi das abgeschlossen? Ist das jetzt quasi, als du vor dieser Entscheidung standest vor kurzem, weil dein Leben sich so verändert hat, war das für dich so ein Entweder-Oder? Also glaubst du, das ist jetzt vorbei oder? Dass mein eigener Kinderwunsch abgeschlossen ist? Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich würde mir natürlich wünschen, ich bin jetzt 34, Kinderwunsch ist immer noch vorhanden und das hat nicht dazu beigetragen, dass ich mich dafür entschieden habe. Also wenn er jetzt nicht vorhanden wäre, ne? Also ich würde mir schon wünschen, mein eigenes Kind hier mit großzuziehen und dann, ja, wenn die alle aus dem Haus sind quasi, so sich zurückzuziehen. Das wäre mein Wunsch. Nee,
Ausflug in die Wetzlarer Altstadt. Mit so vielen Kindern ist das wie eine halbe Klassenfahrt. Gibt es deshalb auch nicht jede Woche, gerade seit Corona. Die Betreuerinnen und Betreuer müssen ihre Augen überall haben, an immense Verantwortung. Allen gerecht zu werden. Vor allem auch im emotionalen Sinn. Immer die Ruhe bewahren, Ruhe vermitteln, den Kindern Nähe und Geborgenheit geben. Ein großes Trampolin brauchen wir noch. Nächstes mache ich mit 5. Die wollen noch was essen. Und sie dann wieder gehen lassen, wenn man sie vielleicht schon jahrelang großgezogen hat, mit ihnen Geburtstage und Weihnachten gefeiert und ihnen seine Werte und Überzeugung vermittelt hat. Wissen die Betreuerinnen immer, worauf sie sich da einlassen? Ich denke, dass es normal ist, dass ich diese Bindung und Beziehung aufbauen muss in meinem Job. Das gehört einfach nur mal dazu. Aber letztendlich muss man bedenken, dass selbst wenn die Kinder irgendwann, wenn es um Rückführung geht und die Kinder werden zurückgeführt, bedeutet das ja nicht automatisch, dass man sich danach nicht mehr trifft, dass man die immer noch besucht und so. Von daher hat man ja trotzdem noch eine Beziehung. Und die kann man ja auch bestehen lassen, wenn man das möchte. Was würdest du sagen, ne? Obwohl das jetzt Kinder sind, die alle ja irgendwie schon eine schwierige Vergangenheit natürlich haben, kann es immer ein Happy End geben? Ja. Ja. Es kann immer ein Happy End geben. Und ich glaube, also ein Happy End ist ja, für mich sieht ein Happy End so aus, dass ich weiß, ich habe ein Kind begleitet bis zum 18. Lebensjahr. Es ist dann verselbstständigt, kann in eine eigene Wohnung ziehen, hat bestenfalls einen super Job. Also das ist ja ein Happy End. Und letztendlich ist es dann ja wichtig, was das Kind dann weiterhin daraus macht. Ne? Und ob es sich Unterstützung von außen holt oder ob es das überhaupt braucht. Aber ja, das wäre so ein Happy End für mich. Und ich glaube, das gelingt auch bei den überwiegendsten Teil bei uns in der Arbeit. Wenn die dann so mit 18 gehen und ihren Führerschein gemacht haben und also so, ja. Der Führerschein muss wichtig sein, wenn ich mir so die Bilder angucke. Die Kinder haben mir zum Abschluss aufgemalt, was sie für Zukunftswünsche haben. Da sind viele Autos dabei, aber auch ein Job, ein Haus, Superheld werden. Eine eigene Familie gründen ist nicht dabei. Das ist vielleicht aber auch gar nicht das Happy End. Im Kinderdorf lernen die Kinder, dass es auch anders geht als beim klassischen Familienmodell. Und dass der Spruch, Blut ist dicker als Wasser, einfach nicht immer stimmt. Das gilt sicher nicht für jedes Kind, aber bei denen, die ich hier kennengelernt habe, merke ich, je länger sie hier leben, desto ruhiger wirken sie auf mich. Okay, außer John vielleicht, aber auch der hat hier seinen Platz gefunden. Genau dafür soll ein Hilfesystem ja da sein, damit die, die Hilfe brauchen, den richtigen Platz finden. Das mag manchmal schwierig sein, aber es geht. Und mit dem Begriff Systemsprenger die Kinder zu den Schuldigen zu machen, finde ich nicht fair. Systemsprenger werde ich deshalb nicht mehr sagen.